Hey Leute, was geht? Dies ist Goliath mit einem brandneuen Video. Heute machen wir einen Breeding Guide. Ja, denn die erste Frage ist, warum züchtet man? Im Grunde ist das ganz einfach. Wir sehen ja hier jetzt einige Werte hier unten. Ihr müsst halt hier unten gucken. Das halt, wir haben ja SVs. Die gehen ja von 1 bis 50. Ja, nun halt, das Problem hierbei wäre, wenn wir halt nur alles auf 1 hätten, seht ihr ja hier an den Werten. Wenn wir zum Beispiel alles auf 50 am Ende hätten, was unser Ziel ist, seht ihr ja, dass die Werte ja deutlich höher am Ende sind. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das machen, weil im Competitive geht es halt auch ziemlich viel darum, halt möglichst viel auszuhalten, möglichst schnell zu sein und möglichst viel Schaden auszurichten. Darum breeden wir. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und wenn man zum Beispiel später noch die TVs dazu fügt, seht ihr ja den Unterschied hier bei der HP. Das ist ja auch nochmal ein extremer Unterschied von über 130 auf Level 100. Das ist schon ordentlich. Der Unterschied zwischen ein SV und, ja, ist ja auch schon, ja, so 90, 80. Kann man sogar sagen. Also man merkt jetzt schon, Competitive, also das Breeden ist schon recht wichtig im Competitive-Bereich. Daher solltet ihr das auch dann machen. Also im Grunde werden halt die SVs und die TVs zusammengerechnet mit den Base-Stats von jedem Temtem. Zum Beispiel kann ich euch mal kurz im Tempedia mal kurz Temtem zeigen. Jedes Temtem hat bestimmte Base-Stats. Die werden dann halt mal der SVs, den Single Values genommen. Und dann gibt es dann halt noch die Trainings-Values, die TVs. Und ja, die TVs, die kann man frei verteilen, wie man will. Die SVs, die sollten halt möglichst alles auf 50 sein. Hier gibt es halt noch gewisse Ausnahmen. Dafür habe ich gewisse Temps vorbereitet, um euch das mal zu demonstrieren. Zum Beispiel habe ich jetzt hier meinen Yukama. Das ist halt hauptsächlich eher so ein Spezialattacker. Daher habe ich halt Attack nicht maximiert, braucht auch nicht. Es hat keine physischen Attacken, von daher braucht er nicht. Gewisse Temps brauchen auch kein Speed, aber das ist halt auch eine andere Geschichte. Ich glaube, dazu würde ich halt nur ein bestimmtes Temp sehen, was eigentlich überhaupt kein Speed braucht. So. Zum Beispiel haben wir bei Volcrane halt erstmal das Gegenteil, weil mit meinem Moveset habe ich eher darauf ausgerichtet, dass ich halt eher nur physische Attacken habe. Das seht ihr ja an diesem Symbol hier oben, dass das ja alles physische Attacken sind. Ja gut, bis auf Extinction, das ist eine Statusattacke. Aber ihr wisst ja, worauf ich jetzt hinaus will. Also ihr braucht nicht unbedingt alles auf maximal haben. Wenn ihr zum Beispiel hauptsächlich einen Spezialattacker habt, der keine physischen Attacken nutzt. Zum Beispiel bei meinen, ja gut, ich glaube bei meinem Wimblomp habe ich das sogar, dass ich ja alle Werte auf Max habe, weil ich habe ja hier zum Beispiel Noxus Bomb. Das ist physisch, obwohl es halt eher so ein Spezialattacker ist, aber für die Coverage habe ich es halt jetzt mitgenommen. So. Und das Rest ist ja alles Spezial und dann macht es auch ordentlich Schaden, obwohl ich das jetzt eher so in Richtung Tank gemacht habe in der Verteilung. Also auf HP und Spezialverteidigung. Das hält ordentlich was aus und man macht trotzdem mit den 111 Spezialangriff eigentlich immer noch ordentlich Schaden. Also die Verteilung ist halt komplett wie man es haben will. Gut. Aber nun kommen wir jetzt wieder zum Breeden. Nämlich das Breeden beinhaltet eine bestimmte Geschichte, nämlich die Fatality. Und wie ihr hier oben, oben rechts seht, gibt es ja hier so ein Blatt. Und ihr seht ja auch, dass das halt eine bestimmte Anzahl von Blättern hat und noch so ein Stängel. Also insgesamt sind halt 7 Blätter dran und ein Stängel. Das heißt, man hat insgesamt 8 Versuche, das Temtem weiterzubreeden. Hierbei ist aber zu beachten, die Fruchtbarkeit bzw. Fertility genutzt wird,
die halt von den niedrigsten ausgeht. Zum Beispiel haben wir hier dieses Time hier. Das hat ja halt nur noch 3 Versuche. Ich habe aber, glaube ich, gerade keine andere Vergleich. Oder habe ich hier noch... Ja gut. Okay, gehen wir einfach mal davon aus, wir breeden das mit denen hier. Hier sehen wir ja, dass wir deutlich mehr Versuche haben. Zum Beispiel 6. Würden wir die beiden jetzt hier zusammen breeden, den mit 3 Blättern und den mit 6 Blättern, würden wir am Ende ein Temtem rausbekommen, was nur noch 2 Blätter hat. Also insgesamt nur noch 2-mal weiter gebreedet werden kann. Ja, und meine Empfehlung hierbei ist, möglichst zu versuchen, wenn es geht, Temtems zusammen zu breeden, die halt genau die gleichen Fertility-Werte haben. Zum Beispiel haben wir jetzt hier unseren Spirol. Ich habe es halt so genannt, weil das für mich einfacher war, halt die zu benennen, weil ich brauchte ja extrem viele von denen. Ja, man muss halt sehr viele fangen, um halt das auch weiter zu breeden. So. Gut. Ah ja. Und bei den, also wenn man zum Beispiel Temtems fängt, gibt es halt einen bestimmten Fertility-Wert, den die Temtems jeweils haben, je nachdem, ob gewisse Werte halt über 45 sind. Also 45 SVs. Als Beispiel, ja, blende ich jetzt einfach mal so Platypet Luma so Bild ein, was ich gefangen habe. Dort sieht man ja halt, dass man da halt 4 Werte über 45 hat, zum Beispiel auf Level 50, und die anderen sind alle darunter. Das heißt, dass ich schon 2 Fertility-Punkte verloren habe, weil von 3 bis 5 werden 2 abgezogen. Okay, aber ich rede jetzt erstmal vom Anfang an. So, sobald man halt mindestens einen Wert über 45 hat, also ab 46 SVs, seht es, und dann wird halt eine Fertility abgezogen. Also 1 bis 2 wird halt nur 1 abgezogen. 3 bis 4 werden schon 2 abgezogen. 5 bis 6 werden halt schon 3 abgezogen. Und wenn zum Beispiel alles über 45 hat, werden sogar schon 4 Fertility abgezogen. Und darauf müsst ihr halt achten, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Temtems fängt. Es gibt nämlich manchmal den Fall, dass die halt nicht komplett perfekt sind in einem Wert, haben aber zum Beispiel 3 47er Werte drin und ein 50er. Ja. Ich würde mir dabei denken, soll ich das breeden oder nicht? Ja, okay, das kommt auch drauf an, aber mir werden halt irgendwie die 450er irgendwie lieber. Ja. Ja gut, aber wenn das halt so ist, ich glaube, das würde ich sogar noch verwenden, aber wenn man halt bedenkt, wenn da zum Beispiel nur 3, also so 3 Werte wären, dann würde ich sogar sagen, eigentlich ich release das lieber, das wird zu viel Fertility-Verlust. Also so im Grunde muss man eigentlich sich das so vorstellen. Ach ja, und was kann man denn zusammenzüchten? Ja, hierbei ist es wichtig halt, dass es halt Männchen und Weibchen gibt. Dementsprechend werde ich das jetzt einfach mal zeigen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier Paharo, Swind, Tuwai, Swind. Ja, warum denkt ihr, warum kann ich die jetzt zusammenbringen? Das liegt einfach daran, dass die halt den gleichen, mindestens einen selben Typen haben. Ich könnte theoretisch auch, ich habe zum Beispiel auch noch andere Fintems. Wo haben wir es denn? Zum Beispiel Loali. Zum Beispiel Loali ist Wind Natur. Das bedeutet, ich kann es mit Windtems breeden und mit Naturtems breeden. Also im Grunde ist das halt so, man kann halt, wenn man mindestens einen Typen, der gleich ist, kann man zusammenbreeden. Also es ist eigentlich ganz simpel von den Ei-Gruppen. Also im Grunde ist im Temtem die Ei-Gruppe halt nur die Typen. Hat das gleiche Typ, kann es breeden. Hat es nicht den gleichen Typen,
bis mindestens einen gleichen Typ, kannst du es nicht zusammenbreeden. Das ist sogar das Einfachste, was man sich bedenkt. Zum Beispiel haben wir jetzt hier ein... Ja, gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wie kann man denn jetzt hier die Werte halt jetzt effektiv übertragen? Zum Beispiel gehen wir jetzt einfach mal hier, wir nehmen uns das Paro und Tuwai. Ja. Und sehen, ich habe zwar einen 50er Wert, aber ich weiß jetzt halt nicht, wie kriege ich das dann zu 100% auf den Temtem drauf? Ja. Dazu gibt es halt später noch Items, da komme ich gleich. Aber hier gibt es halt bestimmte Prozente, die man halt sieht. Das heißt, zu 20% gibt es diese Reihe, zu 40% gibt es die Reihe und zu 40% gibt es die Reihe. Also es ist komplett random, welchen Wert die Temps bekommen. Aber es ist auch schon mal ein bisschen besser, weil die Chance, dass es sich verbessert, bei 80% liegt und die Chance, dass es halt schlechter wird, liegt halt nur bei 20%. Gut. Da wir jetzt das geklärt haben, es gibt ja halt jetzt hier Items, die halt dafür sorgen, dass halt ein Wert pro Tem halt mindestens übertragen wird. Es gibt dann halt auch noch diese Free-Tem-Geschichte, da kriegt man sogar Items, wo zum Beispiel HP und Stamina gleichzeitig übertragen werden können oder Angriff und Spezialangriff oder Verteidigung oder Spezialverteidigung. Und im Grunde haben wir für jeden Wert hier ein bestimmtes Item, das wir den Temtem geben und das dann nach dem Breeden halt verbraucht ist. Also wir müssen es halt immer nachkämpfen. Diese Preise hier, die sind noch von der Alpha, also lasst euch nicht davon beirren, wenn ihr das dann halt bei euch dann später seht. Der Preis ist wahrscheinlich deutlich höher, genauso wie das Reinstellen von den Temtem. Von daher einfach nur geschillt bleiben. Ja gut, ich habe ja schon eigentlich genug gekauft, brauche ich jetzt erstmal nichts kaufen. Daher, ja, ich will jetzt HP zum Beispiel auf mein Tuwai kriegen. Ja, hier, wo habe ich es denn? Dann gucke ich jetzt erstmal, wo habe ich denn mein HP-Zeug? Da haben wir es. Schmeißen wir drauf. Und dann sieht man es auch gleich. So, ihr seht, HP ist jetzt zu 100% auf den Tuwai drauf. Also Gronder macht ihr es dann halt später auch noch mit den anderen Temps. Ich habe hier noch ein anderes Beispiel von den beiden hier. Weil die habe ich ja schon ein bisschen länger gebreedet. Da seht ihr ja, dass dann halt bestimmte Werte schon drin sind. Ich nehme mal kurz die Items kurz runter, weil ich euch ja was noch zeigen wollte. Ich packe die Items gleich wieder drauf. Ist alles gut. So, hab einen Kobbel gebracht. So, packen wir die kurz rein. Let's go. So, ihr seht, die beiden haben ja HP zum Beispiel gleich, Speed ist gleich, Attack ist gleich. Aber hier seht ihr, Defense und Spezialangriff sind halt nicht gleich. Da wird das hier auch angezeigt. Hierfür benutzen wir jetzt einfach mal kurz schnell die Items. So, was war das denn hier? Hier war Defense, glaube ich, höher. Man muss halt genau aufpassen, dass man auch die richtigen draufhaut. So, schmeißen wir dann hier nochmal kurz eben das andere Ding drauf. Wo haben wir es denn? War das der Spezialangriff? Wo haben wir es denn? Ah, da haben wir es. Gifted den A-Strang. Gut. Und dann schmeißen wir die nochmal rein. Und dann seht ihr auch gleich den großen Unterschied, was es bringt, halt die Items zu nutzen. Zum Beispiel habe ich jetzt ein Tem, was halt 5 perfekte SVs hat am Ende. Perfekt. Später muss ich mir dann halt noch ein Temtem besorgen, was halt dann hier noch die Stamina und die Spezialverteidigung auf 50 hat und es damit zusammen breeden. Möglichst noch eins, das halt dann auch noch andere Werte hat. Dass es halt ein bisschen einfacher ist,
die Sachen zusammen zu breeden. Also im Grunde macht ihr euch dann immer, also erstmal so Temps, die halt jeweils 2 SVs Max haben. Macht euch am besten ein paar mehr, weil öfters passiert es halt, dass halt alle, also sehr viele Temps halt darauf enden, dass die halt männlich sind. Das ist halt natürlich super in manchen Situationen. Nein, ist es nicht. Und ja, dann muss man halt immer wieder sich neue Sachen zusammensuchen. Ja. Ach ja, und ich habe ja die Free-Tem-Geschichte erwähnt. Darum gehen wir dann noch eben kurz schnell mal hin. So, das ist nämlich in diesem Gebäude hier. Hierbei ist es halt zu beachten, dass wir halt eine bestimmte Zeit in der Woche, also gut. Hierbei ist zu beachten, dass wir halt eine bestimmte Anzahl von Temtems jede Woche freilassen müssen. Der Reset ist am Montagmorgen. Die genaue Zeit weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber das ist halt Montagmorgens. Und dementsprechend kriegt ihr halt bestimmte Belohnungen. Hier kriegen wir halt nur einen Silikonschalt, das ist halt eigentlich eher Müll. Aber es gibt halt auch noch andere Items. Vielleicht habe ich ja eins dabei. Ich hoffe zumindest. Ja gut, so. Ja gut, als Beispiel hätte ich auch hier diese Telemore-Hacks nennen können. Es gibt dann halt auch noch zum Beispiel Kosmetik, die man halt dann zusätzlich kriegt. Aber ich habe jetzt hier gerade nichts, was ich euch zeigen könnte, was man halt gekriegt hat. Das war halt so ein Haar am Anfang. Aber es gibt ja bestimmt auch noch andere Sachen. Also im Grunde kriegt man dort Breeding-Items, Telemore-Hack, um halt die SVs hoch zu boosten. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel Shinies hat. Sehr, sehr zu empfehlen für Shinies. Ich habe jetzt halt gerade ein paar mehr, weil wir die am Ende in der Alpha bekommen haben. Es wird halt noch ein bisschen schwerer, halt in Early Access die Sachen hier zu beschaffen. Ja, manchmal gibt es auch noch mal so Früchte, die man halt kriegt. Mal ein Kronenhänzer. Habe ich jetzt zum Beispiel noch irgendwas? Ja gut, bei Gear habe ich ja noch was. Wo habe ich es denn? Habe ich das dabei? Ja gut, zum Beispiel gibt es dann auch noch mal sowas, um halt zum Beispiel den Trade-Slot weiter zu vererben. Das ist zum Beispiel, also Trades sind halt die Fähigkeiten, die Temps haben. Zum Beispiel haben wir hier Resiliant. Und da gibt es dann halt auch noch Spoilspurt bei Tuwai. Also wenn ich zum Beispiel diesen Trade hier, also ich würde das halt erst am Ende des Brützyklus nutzen, wenn ich halt sicherstellen kann, dass ich alle Werte, die ich haben will, mindestens auf 50 habe, und dann würde ich das Item benutzen. Früher lohnt sich das nicht, weil das wird sich ja im Laufe des Brützyklus ja halt immer wieder ändern. Daher lohnt sich das wirklich nicht. Zum Beispiel hast du 2 Temps, ja, und dann gibt es dann halt noch ein anderes Item, das wollte ich jetzt, suche ich gerade. Ah ja, guck. Zum Beispiel habe ich jetzt hier einen DNA-Strang, der halt Defense und Spezialverteidigung gleichzeitig rüberbreedet. Das ist zum Beispiel auch eine Belohnung, die man halt bei den Free Tem bekommt. Natürlich gibt es halt auch noch Geld für jedes befreite Temtem. Das hängt aber eher von der vom Level des Temtems ab und von der. Natürlich kann man auch Lumas in die Breeding-Station hauen. Hierbei ist die Chance, wenn man ein Luma hat, 1 zu 600. Wenn man 2 Luma hat, 1 zu 60. Und wenn man halt kein Luma hat, ist die 1 zu 6000. Also das ist die derzeitige, wo ich das Video aufnehme. Das kann sich halt später ändern. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt erhöht oder total niedrig wird das wahrscheinlich nicht. Aber dass ihr das auch nochmal wisst. Ich habe das jetzt vergessen in dem Video zu erwähnen. Aber jetzt habt ihr es. Viel Spaß damit. Ich glaube, ich bin soweit durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war informativ. Und ihr habt alles verstanden. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, scheut euch nicht, die in den Kommentaren zu schreiben. Gut, bis dann und ciao.